Jekko, Omoda, Sika, Fossing, Buff. Hand aufs Herz. Könnt ihr auch nur bei der Hälfte dieser Namen sagen, ob das ein Auto ist, eine Kampfsportart oder ein neues Möbelstück von Ikea? Willkommen in einer neuen Realität auf deutschen Straßen. Wir haben in den vergangenen Jahren so viele neue chinesische Marken bekommen, dass selbst wir als Journalisten und Influencer langsam den Überblick verlieren. Wie geht es euch erst? Und herzlich willkommen zu einem Special der Ausfahrt TV Show, in dem ich euch mal unsere Chinesen ein wenig näher bringen möchte. Und dazu vorab einen kleinen Disclaimer. Natürlich sollten wir als große Autobauernation auf Produkte aus deutscher Hand setzen, um unsere Wirtschaft zu erhalten. Auf der anderen Seite sehe ich diesen Trend, dass auch die deutsche Automobilwirtschaft gern mal die Verluste sozialisiert, die Gewinne hingegen lieber privatisiert. Und wenn die neuen ID Polo und ID Cross in Spanien sowie die neue elektrische C-Klasse in Ungarn gebaut wird, dann kann ich auch niemanden verdenken, wenn man ins eigene Portemonnaie schaut und sich denkt, Spanien, Ungarn, China, ich möchte einfach nur von A nach B kommen. Und ich verstehe auch jeden, der sagt, mir kommt kein Chinese ins Haus. Egal ob nun politisch, menschenrechtlich oder wirtschaftlich motiviert. Ich will nur zeigen, wer sie sind, und was du daraus machst, ist selbstredend deine Sache. Wer sind sie also? Ich versuche heute mal ein wenig Ordnung in dieses Wirrwarr zu bringen. Wenn man es sehr eng fassen will, ist Volvo mit fast 60.000 Neuzulassungen im Jahr 2025 die erfolgreichste chinesische Marke in Deutschland. Volvo gehört zu 78,7% dem chinesischen Geely-Konzern, produziert aber noch weitestgehend in Schweden. Es lohnt sich also mal zu schauen, welche chinesischen Konzerne mittlerweile mit welchen Marken und Produkten in Deutschland vertreten sind. Dazu muss man auch noch das Selbstverständnis über Bord werfen, dass wir als eingefleischte Autobauernation die Anlaufstelle Nummer 1 für die Chinesen in Europa sind. Sika hat zuerst Schweden, die Niederlande und Norwegen beliefert. Zu uns kamen die ersten Autos erst im März diesen Jahres. GAC oder GAC startet in Europa auch erst in Norwegen, Polen und Portugal. Deutschland kommt frühestens 2027 dran. Das ergibt durchaus Sinn und muss unser kollektives Ego auch gar nicht kränken. In einem kleinen Markt kann man schneller Fuß fassen, in einem Markt ohne eigene Hersteller erst recht. Ich mag ja Schaubilder. Hier erstmal ein Größenvergleich zwischen Europa und China. Dazu dann die Städte in Europa mit mehr als 1,5 Millionen Einwohner im Vergleich zu den Städten in China mit mehr als 5 Millionen Einwohnern. Dazu ein paar Zahlen zum Spielen. In Deutschland haben wir rund 84 Millionen Einwohner. In Europa geht man von 745 Millionen aus. Und in China sind es fast doppelt so viele mit 1,41 Milliarden Menschen. Und wenn man sich vor Augen führt, dass in China 17 Mal so viele Menschen leben wie in Deutschland, dann überrascht es auch nicht, dass dort fast 12 Mal so viele Autos verkauft werden im letzten Jahr. 34,4 Millionen in China, 2,9 Millionen in Deutschland. BYD führt in China das Herstellerranking mit weltweit 4,6 Millionen Einheiten an. Bei uns sind die mit der Marke BYD gestartet und haben jetzt jüngst ihre Premium-Marke Denza gelauncht. In den Startlöchern steht noch die Edelmarke Yangwang. BYD hat aktuell 200 Händler, will bis zum Ende des Jahres noch 150 weitere hinzugewinnen. Im Portfolio hat BYD aktuell die Elektrofahrzeuge Dolphin Surf, Dolphin, Atto 2, Atto 3 Evo, Seal, Sea-Line 7 und Tang. Dazu noch 4 Plug-in-Hybrid-Modelle mit dem Dolphin G DMI, dem Atto 2 DMI und dem Seal 6 DMI Touring und dem Seal U DMI. Denza startet mit dem Shooting Brake Z9 GT, dem Van D9, die sportlichen Z-Modelle kommen später und dem SUV Bao 5. SAIC oder SAIC ist in China die Nummer 2. Ein chinesischer Staatskonzern mit Sitz in Shanghai, der 2025 für 4,5 Millionen Fahrzeuge steht. In Deutschland kennen wir die Marken MG Motor und Maxus. MG kommt auf 180 Händler in Deutschland, Maxus auf rund 130. MG Motor bietet aktuell 5 Elektroautos an, den MG4, den MG4 Urban, den MGS 5, den MGS 6 sowie den MG Cyberstar.
Dazu kommen noch zwei PHEVs mit dem MG-HS und dem MG-S9 sowie drei Vollhybride MG3 Hybrid Plus, MG-ZS Hybrid Plus und MG-HS Hybrid Plus. Und zwei Benziner haben sie auch noch, den MG3 und den MG-ZS. Maxus ist im Nutzfahrzeugsegment mit 4 elektrischen Transportern unterwegs. Dazu gibt es auch noch zwei Verbrenner. Die 4 elektrischen sind der eDeliver 3, 5, 7 und 9, wobei es den 7 und 9 auch ohne E gibt, also mit Verbrenner. Dazu noch der elektrische Pickup e-tron 9 und der Diesel-Pickup T60 Max. Die Marken der Geely Holding, die für 4,1 Millionen Fahrzeuge 2025 steht, sind uns deutlich geläufiger. Haben Sie doch in Europa mit Volvo, Lotus und Smart gut zugekauft oder sich beteiligt. Geely als Marke startet bei uns gerade. Die Eigenmarken Polestar, Lynk & Co., Lev C und Zeekr sind schon angekommen. Zeekr bietet die vollelektrischen Modelle 001X, 7X und 7 GT an. Polestar war als neue Marke mit dem Polestar 2 zunächst gut gestartet, jetzt schwächeln allerdings die Zulassungszahlen. Im Angebot haben sie die 4 vollelektrischen Modelle Polestar 2, Polestar 3, Polestar 4 und Polestar 5. Auch die Zulassungszahlen von Smart sind eher mau, egal ob nun Smart Hashtag 1, Smart Hashtag 3 oder Smart Hashtag 5. Auch die Zulassungszahlen von Lynk & Co. überzeugen nicht gerade. Neben dem Plug-in-Hybriden 01 und 08 bieten sie mit dem 02 auch ein vollelektrisches Fahrzeug an. Geely als Marke kommt mit dem elektrischen EX5 und dem PHEV Starray. Changan kennen manche vielleicht als Partner von Mazda bei der Produktion vom Mazda 6e und vom Mazda CX-6e. Ihren Europastart leiten sie gerade mit den Marken Deepal und Avatar ein. Der Konzern steht 2025 als Chinas Nummer 4 für fast 3 Millionen Fahrzeuge. Changan bietet aktuell 3 Modelle an, davon die beiden vollelektrischen SUVs Deepal S05 und Deepal S07, wobei es den Deepal S05 auch als Plug-in-Hybrid gibt. Die Nummer 5 in China heißt Chery. Der Konzern hat die Marken Omoda und Jeco bei uns gestartet. Die Einführung der Marke Chery ist am Laufen. 2,8 Millionen Fahrzeuge haben sie 2025 produziert. Mit ihrem Start 2026 steht Chery noch am Anfang, was das Händlernetz angeht. Aktuell sind es knapp 30 Händler für die Marken Omoda und Jeco. Ob diese dann auch die Marken Chery vertreiben, ist derzeit noch nicht klar. Omoda und Jeco starten jeweils mit einem vollelektrischen und einem Plug-in-Hybrid-SUV. Omoda 5 und Omoda 9 PHEV sowie Jeco 5 und Jeco 7 PHEV. Chery hat auch schon das erste Mal die Presse eingeladen, damit die sich einen ersten Eindruck von den neuen Fahrzeugen machen können. Es gibt das SUV Tiggo 7, den gibt es als Benziner, Hybrid und PHEV und den Tiggo 9, den gibt es nur als PHEV. So, kurze Werbeunterbrechung, damit ihr mal durchatmen könnt. Schauen wir mal, was mein Partner Leasingmarkt.de, Deutschlands Nummer 1 in Sachen Autoleasing, aktuell für das Leasing eines urdeutschen Autos aufruft, dem Golf. VW ist ein deutscher Hersteller, der Golf wird auch noch in Wolfsburg gebaut. Schauen wir mal, was der preiswerteste Golf aktuell kosten soll. 123 Euro, okay, das ist gewerblich. Filtern wir mal auf privat, 240 Euro. 150 PS Benziner in der sportlichen Airline. Bei 36 Monaten und 20.000 Kilometern im Jahr sind es 292 Euro. Schaut euch auf der Detailseite in Ruhe die Ausstattung und die Basisdaten an. Vergesst aber auch nicht, ganz nach unten zu scrollen, um zu schauen, welche einmaligen Kosten noch auf euch zukommen. In diesem Fall kommen noch 1.700 Euro Überführungskosten on top. Wenn die Leasingrate für euch passt, bestätigt dies. Dann müsst ihr nur noch eure Stammdaten eingeben, damit der Händler euch kostenlos und unverbindlich euer Angebot zukommen lassen kann. Alternativ schaut mal in die Deals, das sind tagesaktuelle Leasing-Schnapper. Danke, dass ihr dieser Verbraucherinformation so geduldig gefolgt seid und weiter geht's mit den Chinesen. Und weil es mir so viel Spaß macht mit den ganzen Zahlen, im Top 10 Ranking der Hersteller weltweit steht BYD heuer auf Platz 6, SAIC auf Platz 7 und Geely auf Platz 9. In China liest sich das Markenranking fast westlich, von 1 bis 10. BYD, Geely, VW, Toyota, Wuling, Changan, Chery,
Honda, Tesla und Audi. Machen wir gleich weiter mit den kleinen Marken. Great Wall Motors hat in Deutschland die Marken Ora, Way und Haval eingeführt. Great Wall Motors steht für 1,3 Millionen Fahrzeuge in 2025. Spannend hier, die Fahrzeuge werden über den gleichen Importeur wie Mitsubishi nach Deutschland gebracht und können auch auf Teile des Händlernetzwerkes zugreifen. Great Wall Motors bietet unter der Marke Ora den 03 und den 5 an, als Haval die beiden SUVs Jolion Pro und H6 und als Way den Plug-in-Hybrid-SUV 05. Leapmotor hat bei uns in Deutschland eine Sonderrolle, weil sie ein Joint Venture mit dem Stellantis-Konzern gegründet haben, sodass sie über das bestehende Händlernetzwerk verkauft und gewartet werden können. Aber eben nicht von allen. Man spricht Anfang des Jahres von 800 Händlern in Europa und davon 100 in Deutschland. Leapmotor verkauft aktuell 5 Modelle. Den T03, den B03X, den B05, den B10 und den C10. Wobei die beiden letztgenannten zudem als Plug-in-Hybrid angeboten werden. Xpeng hat in China zuletzt mit einem Wachstum von 120% geglänzt, verzeichnet 429.000 Einheiten, wird aber als neue Marke gehypt, nicht zuletzt durch ihre KI-gesteuerten Assistenzsysteme. Aktuell kann man bei 70 Händlern in Deutschland kaufen. Bis zum Jahresende sollen es 110 Händler sein. Xpeng hat aktuell 5 vollelektrische Modelle im Angebot. Die SUVs L03, G6 und G9, die Limousine P7 Plus und den Van X9. NIO hat in Deutschland zwar einen starken Aufschlag gemacht und gerade mit seinem Akku-Wechselstation für Aufmerksamkeit gesorgt. In den Zulassungszahlen spielen sie heute aber fast keine Rolle mehr. Und auch ihre Submarke Firefly kommt zwar mit einem ansprechenden Design, aber ohne Impact auf unseren Markt bislang. 326.000 Einheiten hat man in China 2025 produziert und ist unter den Erwartungen geblieben, also den eigenen. NIO bietet in Deutschland aktuell 5 Modelle an, alle batterieelektrisch, den ET5 als Limousine und Kombi, den ET7 als Limousine und die 3 SUVs EL6, EL7 und EL8. Der NIO Firefly soll wohl 2026 noch kommen. Und dann haben wir noch ein paar Marken, die von den Zulassungszahlen bei uns eher eine untergeordnete Rolle spielen, da sie von kleineren Importeuren wie IDIMO mit immerhin 220 Resellern für die eine oder andere Marke in Deutschland angeboten werden. FAW, Dongfeng, Ceres, Bike, Photon und BAF. Nach den Modellen lasse ich euch selbst googeln. Bekanntester Vertreter der Kleinen ist meines Erachtens aktuell der BAF 212, eine Mischung zwischen der G-Klasse und dem Defender mit Dieselaggregat. Und einen habe ich noch für euch, nicht zuletzt auch ein wenig als Warnung. Der A-Ways U5 feierte 2018 seine Weltpremiere in China. In Europa wurde er 2020 eingeführt. Auf dem chinesischen Markt spielte die Marke nie eine ernsthafte Rolle, produzierte eigentlich nur für Europa. Im Sommer 2023 dann das Aus für die Produktion und damit auch quasi für die Marke. Heute kämpfen die A-Ways-Käufer in Deutschland mit Ersatzteilproblemen. Natürlich kein rein chinesisches Problem, wenn man an Fisker denkt, aber dennoch vielleicht ein Indiz dafür, dass man schon ein wenig auf den Hintergrund der Marke schauen sollte, bevor man einen Chinesen kauft. Naja, und weil immer noch so ein bisschen Panik kursiert, der Faktencheck. Man liest ja Zahlen wie BYD hat schon 3,8% Marktanteil. Klingt bedrohlich, ist aber falsch gelesen. Das sind 3,8% vom Elektromarkt, nicht vom Gesamtmarkt. Über alle Antriebe steht BYD bei 1,77%, MG bei 1,09%. Und alle chinesisch eigenen Marken zusammen, Volvo und Co. eingerechnet, bei gut 6%. Nicht 9, nicht 10, 6. Aber was wirklich beeindruckt, ist das Tempo. Volvo, unsere Nummer 1 der Chinesen, und BYD lagen letztes Jahr noch 2,5:1 auseinander. Im ersten Halbjahr 2026 Volvo 26.278 Fahrzeuge, BYD 26.252 Fahrzeuge. Vorsprung 26 Autos. 26. BYD hat in 1,5 Jahren praktisch aufgeschlossen. So schnell geht das. Im ersten Halbjahr 2026 hat sich BYD bei uns in Deutschland in die Top 20 geschoben. Gerade ebenso vor Mazda,
Okay, wenn man Volvo als Chinesen sehen will, sind sie noch Vorbiber die auf Platz 17. Und es hört nicht auf. Nächstes Jahr kommen GAC oder GAC und Xiaomi dazu. Es bleibt spannend. Trotzdem wäre Panik der völlig falsche Reflex. Nicht jeder Chinese ist eine Übermacht. GAC, die jetzt kommen, steckt zu Hause tief in der Krise. Milliardenverluste. Great Wall Motors hat sein eigenes Jahresziel um 2/3 verfehlt. Die kochen auch nur mit Wasser. Die ehrliche Bilanz, die Chinesen sind da. Sie etablieren sich. Einen von ihnen, also Volvo, habt ihr längst akzeptiert und liebt ihn sogar. Wir sollten die Probleme im Blick behalten. Aber wir dürfen uns daran gewöhnen. Die Frage ist längst nicht mehr, ob sie bleiben, sondern nur noch, welcher dieser vielen Marken sich am Ende dauerhaft durchsetzen wird. Ich freue mich auf eure Kommentare und ich hoffe, dass euch diese Sondersendung, das Special, auch gefallen hat. Wer mir etwas zusenden möchte, alle Links zur Show und weiterführenden Informationen und alles, was mir bei meiner Recherche geholfen hat, findet ihr über den Link zu unserer Homepage im Videobeschreibungstext. Ich bedanke mich fürs Zusehen und verabschiede mich wie gehabt. Bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann. Euer Jan.